So, für die Herstellung für dieses Gericht legen wir Tomaten im Kaffee ein. Wir stellen eine Kaffeejus her, also eine Kaffeesoße, rein vegetarisch, aber als wenn wir eine Fleischsoße herstellen würden. Und dann haben wir noch etwas vorbereitet, und zwar ein rotes Bohneneis, was angesetzt ist, als wenn wir ein Chili con Carne kochen würden, auch mit den entsprechenden Gewürzen, allerdings komplett ohne Fleisch. Dafür benutzen wir zum einen abgezogene Tomaten mit etwas Thymian, Honig, dem Linizio Lungo, Knoblauch, Staudensellerie, Schalotten, Champignons, Kräuter, also Basilikum, Thymian, ein bisschen Lorbeer und Tomaten, ein bisschen Gemüseform, ein bisschen Olivenöl. Korianderöl und Korianderkresse und ganz zum Schluss wieder Linizio Lungo. Das Wasser haben wir aufgekocht oder habe ich eben aufgekocht. Gebe den Thymian-Honig dazu. Und dann noch die wichtigste Zutat, den Linizio Lungo. In der Zwischenzeit gebe ich schon mal die Tomaten in ein Einwegglas. Wichtig ist, es sind abgezogene Tomaten und ich habe den Strunk dran gelassen. Einfach nur mit der Wasser-Honig-Mischung mischen, das Ganze über die Tomaten geben. Noch ein paar Zweige Thymian mit rein. Verschließen, nochmal umrühren und dann kommt das Ganze für ca. 12 Stunden in den Kühlschrank. Zwischendurch ab und zu mal drehen, da läuft nichts aus, kein Problem. Einfach mal auf den Kopf stellen und dann mal wieder so stellen, damit das schön gleichmäßig über ein paar Stunden marinieren kann. Das Gemüse bis auf die Tomaten schön in Olivenöl gleichmäßig rösten. Die Tomaten kommen später dazu, genauso wie die Kräuter. Ein bisschen anbraten alles, Farbe nehmen lassen, aufpassen, dass es nicht verbrennt, aber trotzdem mit etwas höherer Temperatur, weil wir die Röststoffe von dem Gemüse, die beim Rösten entstehen, halt auch benötigen für den Geschmack der Soße. So, jetzt habe ich das gleiche gemacht, als wenn ich eine Soße aus Knochen herstellen würde, und zwar, ich habe wie gesagt das Gemüse geröstet und bevor es mir verbrennt, das schöne Roststoffe schon hat, genauso wie auf dem Pfannenboden, habe ich das Ganze mit ein bisschen Wasser abgelöscht, um die Röststoffe wieder loszulösen, loszukochen und erneut zu reduzieren und so den Röstvorgang neu zu starten. Das verdichtet den Geschmack der Aromen, es wird kräftiger, es wird konzentrierter und wie gesagt, ich mache das gleiche jetzt nur mit dem Gemüse, ohne Knochen oder sonst irgendwas, damit wir da wirklich eine rein vegetarische Variante unseren Gästen bieten können. Die eingelegten Tomaten auf ein Backpapier geben und anschließend über mehrere Stunden an einen warmen Ort stellen, wo sie ganz langsam trocknen. Dabei verlieren sie allerdings natürlich auch Flüssigkeit und mit dieser Flüssigkeit muss man sie immer wieder ein bisschen glasieren, ein bisschen nappieren, damit sie nicht ganz austrocknen. Man muss sie immer ein bisschen wenden. Aber so konzentriert sich am Ende der Geschmack der Tomaten und des Kaffees hervorragend. Die Tomatenjus haben wir passiert. Und jetzt wird sie abgeschmeckt mit dem Linizio Lungo. Den Linizio habe ich extra ausgewählt, weil seine getreidigen und malzigen Noten einfach perfekt zu der Soße passen. Das Malzige mit den Tomaten, die so leicht karamellisiert sind bzw. reduziert und kräftig geworden sind im Geschmack und Aroma, haben auch dieses Malzige und deswegen ergänzt sich das unheimlich und passt einfach gut. Eine von den Tomaten, etwas Salz, kleine Bremse fürs Eis, damit es nicht wegrutscht. Ein bisschen Korianderkresse, noch die Tomatenjus mit Linizio Lungo.